Deutsche Hochzeiten sind klein, traurig und niemand kann tanzen. Ey, das ist so ein Schwachsinn, da rege ich mich jetzt richtig mal drüber auf. Ja. Immer. Wie Zeit? Zusammen oder Deutsch? Nee. Doch häufiger. Gibt schon viel. Zusammen oder Deutsch? Gibt schon viel, die so sind. Ja, okay, irgendwie stimmt es, ja. Zusammen oder Deutsch? Aber das ist wirklich ein Ding. In anderen Ländern ist es halt ein Unding, getrennt zu zahlen. Da sind die richtig pissig. Und was problematisch ist, wenn du halt irgendwie für 12 Leute zahlst. Und hier ist es Standard, die fragen sofort, so getrennt zahlen? Ich bin gar kein Fan eigentlich davon. Also ich glaube, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist es so, wir achten jetzt nicht so auf den Cent genau drauf, aber wenn man sich gegenseitig einlädt, man schaut schon so ein bisschen, dass das fair verteilt ist. Und auch wenn ich merke, irgendwie jemand hat mich jetzt zweimal eingeladen, dann muss ich auch das nächste Mal selber zahlen. Kannst du mir den 2 Euro noch überweisen? Für uns später, ich habe den Tomato gekauft übrigens. Ja. PayPal. Schreib mir auf. Okay. Nee, stimmt, leider. Was? Okay. Nein. Zu viel RTL 2 Leider geguckt, glaub ich. nicht. Keine bösen Wörter. Nicht alles, was im Fernsehen kommt, ist richtig und Keine stimmt. bösen Wörter. Kennst du diesen kleinen Jungen, der mal bei der Super Nanny war und dann haben die so einen Techno-Remix aus ihm gemacht, weil er die ganze Zeit Keine bösen Wörter! ein böses Wort sagte. Ich hab's, glaube ich, mal versucht. Ich schlag doch nicht meine Mom. Also. Ja, die war schwächer irgendwann als ich, das war schon okay. Aber als ich meinen Vater versucht habe zu hauen, da hat er mich mal so hier am T-Shirt hat er mich so die Wand hochgezogen, so hoch, und hat mir so in die Augen geguckt und meinte, das machst du nie wieder. Und seitdem war Schluss auf jeden Fall, weil ich nicht mehr aufmüpfig. Was ist denn das für ein Gerücht? Mein Gott, meine Eltern haben mich nicht geschlagen und ich habe sie nicht geschlagen. Guter Junge hat seine Eltern nicht geschlagen. Meine Eltern haben es nie versucht, also musste ich auch nicht. Musste ich mich nicht wehren. Ey, wenn's das gibt, dann ciao. Stimmt nicht. Geld ist Geld. Studierenden alive, every day. Ganz ehrlich, jeder Student immer. Das ist so schlimm. Schämt euch. Kommt auf die Person an. Ey, voll. Ja. So bei Leuten, die wirklich mir auch schon 100 Mal irgendwie was ausgegeben haben oder so, ey Digga, dann warte ich halt noch eine Woche oder 2, so, Ja, bevor ich das Inkasso-Unternehmen dann vorbeischicke. Ein Mensa-Essen kostet 3,50 Euro. 3,50 Euro. Mit Nachtisch. Digga, behalt sie wirklich. Nimm deine 3,50 Euro, geh einfach weg. Ich hasse die. Ich hasse die alle. Ich zum Beispiel habe mir richtig versucht anzutrainieren, zu vergessen, wenn ich irgendjemandem was bezahlt habe. Ja. Also ich habe... Also nicht so mit der Excel-Tabelle anzukommen und zu sagen, Ja, no du way. schuldest mir noch 1,34 Fiete. Kommt immer Noch auf- 2 Tage und ich verzinse. Aber ist mir schon 100 Mal passiert. So peinlich, wirklich. Aber wegen so Centbeträgen. Ja, aber sonst habe ich erfahren, dass viele jetzt auch nicht sehr pingelig sind, dass es halt scheißegal ist. Von wegen, ach, dann gibst du mir ein Bier aus oder sonst was. Und dann eben nicht auf den Cent wichtig ist. Oder die andere Reaktion, wenn man dann mal was ausgibt, dann, was, du zahlst? Ja. Wirklich? Nein. Uff, du bezahlst? Wallah, du bist rich, ja? Uff, reicher Deutscher, ist klar. Dings, deine Eltern haben Dings, Weinkellerei. Direkt aussortieren aus eurem Freundeskreis. Es sei denn, ihr seid auch so, dann bleibt zusammen. Das ist gut. Wir wollen euch nicht. Nee, Stimmt, die gibt's. stimmt auf jeden Fall. Meine Mom hat mir nicht mehr vorgeschrieben. Ich bin ja rausgezogen. Dann habe ich so viel Koks und Crack genommen, wie ich wollte. Du kannst mich mal, Mama. Ich kenne viele, die so denken, aber bei uns in der Familie ist das nicht so. 100%. Mama hat immer was zu sagen. Wenn sie sagt, komm essen, egal ob du 21, 37 oder 61 bist, Mama muss essen kommen, wenn Mama essen sagt. Ja, sorry, aber ist so leider wirklich so Kreuzberg geboren und aufgewachsen. Für mich ist das ist immer so. Was Mama sagt, ist Gesetz. Wenn Bruder sagt, Land, du darfst nicht rauchen, gib die Rückhand, dann darfst du halt nicht rauchen. Nee, aber eigentlich ist das schon so dieses Ding so, du bist 18. Ja, schreibst deine eigenen Entschuldigungen in der Schule. Ja, genau. Und damit hast du deine voll. Freiheit. Ja, stimmt. Aber ob das so ein deutschen Ding ist? Voll? Ja, 100%. Ich würde sagen, es stimmt nicht. Stimmt Weil nicht. Mama hat immer was zu sagen.
Mama Urbs. Ich liebe dich, Mama. Mami. Keine Ahnung, ich lasse mir immer noch was von meiner Mama sagen, weil die ist schon ein bisschen älter als ich. Ich glaube, es ist bei den Deutschen schon eher üblich, dass du mit 18 den Jungen dann einfach machen lässt. Und wenn alles richtig läuft, dann macht er ja auch keinen Unfug. Ja, stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall wahr. Ey, das ist so ein Schwachsinn, da rege ich mich jetzt richtig mal drüber auf. Ich war ich glaube, auf 2 deutschen Hochzeiten und auf 3 türkischen Hochzeiten. Ey, wirklich, die deutschen Hochzeiten waren 1000-mal cooler. Ja, bei der Hochzeit von meinem Bruder waren wir zu 10. Bei diesen türkischen Hochzeiten waren einfach 1200 Leute teilweise. Du willst mir nicht erzählen, dass sich da irgendwer kennt. Und da wurde gar nicht getanzt, denn wir waren brunchen. Wo willst du tanzen mit 1200 Leuten? Auf dem Tempelhofer Feld? Tanzen, wahrscheinlich stimmt das. 99 Luftballons. Aber traurig würde ich nicht sagen. Aber bei euch kommen wenigstens ein paar, ne? Bei meinen 34 Cousins, als die geheiratet haben, es waren sehr traurige Tage in meinem Leben, weil wir alle nicht tanzen konnten. Deswegen war Ah, das da haben sehr wir es doch. traurig. Ja. Nein, es wird dann halt immer so, alle tanzen halt Walzer und auch immer so ein bisschen so, yay, mehr schlecht als recht. Weil es vertrauter ist, weil es kleiner ist, das stimmt auf jeden Fall, ist es, finde ich, sogar manchmal viel fröhlicher, weil man die Leute kennt und mit den Leuten, die man kennt, feiert, dass sich 2 füreinander entschieden haben. Aber da kommt immer nur Trash-Musik. Das stimmt, ja. Also ist das wahr. Sehr schön. Das ist wahr. Aber dass die nicht tanzen können, das halte ich für Quatsch. Und hier könnt ihr ein Abo dalassen für die Datteltäter. Abonnieren, Glocke bellen, Kommentar schreiben, Like machen und Graffiti an die Wand draußen sprayen, dass die Datteltäter zocken.